Hallo liebe Gemeinde, seid ihr frustriert? Ich bin frustriert. Mein Herz ist nicht froh und ich bin verwirrt, warum mein Alltag verändern muss. Hatte ich alles mein Weg, würde es kein Virus sein und wir könnten mit unserem Leben einfach leben. Hätte ich es mein Weg, würde wir Gottesdienst, Mittwoch, Bibelstunde, Teen Treff und Kids Club haben wie normal. Wenn ich meine Emotionen mich fühlen lassen, würde ich total gegen die Empfehlungen der Regierung gehen. Ich bin frustriert mit dieser Situation. Ich will sie zu ignorieren oder beenden. Ich will mit den Menschen Gottes treffen. Ich will mit meinem ganzen Herz meinen Gott mit seiner Gemeinde anbeten. Aber ich darf nicht. Und vielmehr bin ich frustriert, weil ich nicht sicher, wie lange diese Maßnahmen dauern werden. Mein Herz konnte mit dem Herz Davids vergleichen werden, wenn er schreibt in Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Jesus hatte auch diesen Psalm zitiert, bevor sein Tod auf dem Kreuz. Ich fühle, als ob Gott hat etwas Falsches gemacht oder keinen Plan hat. Ist es nicht besser, dass wir für Gottesdienst versammeln sollen? Ist es nicht besser für uns, als eine Gemeinde zu treffen und dich zusammen loben? Wo bist du, Gott? Mach alles richtig. Liebe Gemeinde, ich versuche mein Herz euch zu zeigen. Denn vielleicht du hast das gleiche Herz. Wir sind frustriert mit unserem Abstand im Leben und will es zu verändern. Wir sind frustriert mit den Maßnahmen. Wir sind verwirrt, weil die Medien ziemlich unstimmig mit ihren Berichten sind. Und aus Frustration beschweren wir zu anderen und zu Gott. Frustration ist ein normales Gefühl, das wir alle haben. Es ist nicht eine Sünde, verärgert zu sein. Aber wenn wir in dieser verärgerte, frustrierte Stelle bleiben, werden wir unser Zeugnis für den Herrn und uns selbst geistlich schaden. Wir müssen unser Ärger und Frustration zu Ende bringen und mit Vertrauen und Frieden ersetzen. Und was denkt David nach seiner Äußerung der Frustration? In Psalm 22 sagte er, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobsängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauen und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schaden. Am ersten findet David Ruhe in der Herrlichkeit Gottes. In der Heiligkeit Gottes. Er erinnert sich, dass Gott vollkommen und perfekt ist. Es gibt keine Sünde oder Mischung der Falschheit bei Gott. Gott ist nicht nur in seiner Person komplett vollkommen, sondern auch in seinen Taten und Entscheidungen. Was Gott tut, ist wohlgetan. Und was er in unserem Leben erlaubt, ist immer, was am besten für uns ist. Diese Tatsache, das Leben soll uns ermutigen inmitten unserer Frustration. Unsere Regierung ist nicht perfekt. Unsere Leiter sind nicht perfekt. Dein Pastor ist nicht perfekt. Aber Gott ist vollkommen. Wir müssen uns unter Menschen ordnen, aber sie sind aus der Vorsehung Gottes gestellt. Wenn wir in Frustration bleiben, sind wir eigentlich nicht mit unserer Regierung frustriert, sondern mit Gott. Anstatt frustriert zu bleiben, David erinnert sich auf den Vertrauen seiner Väter. Die Väter hier sind Abraham, Isaac, Josef, Mose und Josua. Sie alle haben Schwierigkeiten begegnet. Gott hat ihnen durch Hungernot,
Einsamkeit, Krieg, Plagen, Sklaverei und viel mehr herausgebracht. Und in jeder schlechten Situation, Gott hatte ihnen errettet. Sie hatten auf den Herrn vertraut und Gott war immer für ihnen da. Und liebe Gemeinde, vor uns steht ein Virus. Und es steht nicht nur vor uns, sondern unsere ganze Gesellschaft. Anstatt frustriert zu bleiben, vertraut auf den Herrn. Er hat einen Plan und ein Ziel, das er mit diesem Virus in uns und in der Welt erreichen möchte. Was es ist genau, weiß ich nicht. Aber zumindest müssen wir lernen, dass wir ihn brauchen. Als eine Gemeinde und als eine Gesellschaft. Wir müssen Gott vertrauen. Und wenn wir Gott vertrauen und nicht in Frustration bleiben, werden wir nicht über unseren Abstand beschweren. Wenn Menschen mit uns reden, gläubig und ungläubig, dürfen wir dann ihnen ermutigen und dienen. Wenn wir Gott vertrauen, sind wir ein Licht zu unserer Gesellschaft und Regierung. Wir sind ein Segen für ihnen, wenn wir ihnen dienen und auf ihnen achten. Gebet ist, was unsere Regierung, Ärzte und Krankenpfleger brauchen. Schaut nicht hin mit Frustration, sondern auf ihnen in Gebet. Wenn wir Gott vertrauen, dürfen wir in Glauben wachsen. Leben jetzt ist kompliziert, Leben jetzt ist schwer, aber es ist in diesen Blicken des Lebens, wenn Gott uns vergoldet. Eine Probe zeigt uns den Schmutz unseres Herzens. Gib er zu Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du dieses Gefühl hast, erinnert dich, dass wenn Jesus diese Worte sprach, hat Gott das größte Wunder aller Zeit getan. Gott hat nicht Jesus verlassen. Gott hat nicht David verlassen. Gott hat durch ihnen gewirkt und ihnen geholfen. Was hat Gott für uns? Was hat Gott für dich? Lass uns zusammen herausfinden. Nicht mit Frustration, sondern mit Vertrauen auf den Herrn. Liebe Gemeinde, ich will euch zu wissen, dass wir beten für euch. Ich bete oft für euch alle. Wenn du etwas brauchst in dieser Zeit, bitte gib Bescheid. Wir sind eine Gemeinde. Und obwohl Gottesdienst diesen Sonntag abgesagt ist, die Gemeinde Gottes darf nie abgesagt werden. Liebt einander, bete füreinander und seid dabei füreinander.